Ja, hallo, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der E30 Tutorials und wie ihr unschwer erkennen könnt, sitze ich hier nicht auf einem E30, sondern auf einem E36. Und zwar, das hat folgende Bewandtnis. Ihr wisst ja, ich fahre meinen E30 das ganze Jahr über und auch im Winter. Und ich habe mir gedacht, um meinen E30 so ein bisschen zu schonen, schaue ich mir noch einen Zweitwagen an. So, allerdings ist der E30 natürlich relativ teuer und für den Alltag und im Schnee und im Regen vielleicht fast ein bisschen zu schade, sodass ich mir dieses kleine Schätzchen hier besorgt habe. Und um diese ganze Geschichte ein bisschen vorn wegzunehmen, ich bin positiv überrascht von dem E36. Ja, worum es hier gehen soll in diesem Video ist einfach, ich habe ja jetzt beide Autos und ich dachte mir, wenn jemand sich einen 3er BMW kaufen will, und zwar einer der letzten vernünftigen 3er BMWs, dann kommen im Prinzip nur die beiden Modelle in Frage, der E30 und der E36, insbesondere weil der Preis relativ attraktiv ist, noch attraktiv ist. Und so habe ich mir gedacht, ich vergleiche die beiden mal. Natürlich bin ich hier keine Automobilzeitung und bin auch nicht Top Gear, aber nichtsdestotrotz denke ich, kenne ich insbesondere den E30 ziemlich gut und jetzt auch eine ganze Weile den E36, und da habe ich mir gedacht, ich vergleiche die beiden miteinander und ich denke, das kann euch vielleicht helfen, wenn ihr darüber nachdenkt, eins von den beiden Teilen zu kaufen. Ja, wie man sieht, ist hier unser Zweitürer auch ein sehr, sehr schönes Auto. Er ist natürlich nicht ganz so kantig wie der E30. Nichtsdestotrotz, trotz der etwas runderen Form, insbesondere im vorderen Bereich, sieht er doch ganz ansprechend aus, insbesondere als Zweitürer mit der langen, flachen C-Dachlinie, mit der quasi fehlenden B-Säule, mit den langen Türen. Also gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin doch ganz überrascht, dass das Teil so gut aussehen kann. So, zu den Details kommen wir gleich. Viel Spaß dabei. Ja, und zur Bewertung unseres kleinen Tests haben wir zum einen die Optik, sowohl außen und innen, dann haben wir die Motoren, das heißt die Leistungsfähigkeit, Fahrverhalten, also Fahrspaß und Fahrkomfort und natürlich Qualität, sowohl in der Karosserie als auch im Innenraum. Dann den Alltagsnutzen, wir gucken uns den Kofferraum an und natürlich wichtig der Preis und Wertstabilität. Und es gibt 3, 2 oder 1 Punkt zu vergeben. Der offensichtliche Unterschied zwischen beiden Autos ist natürlich die Optik. Während unserer E30 hier im Vordergrund ziemlich kantig daherkommt, also typisches 80er Jahre Oldschool Design, ist unser E36 hier deutlich runder, also eher dem Stil der 90er Jahre zugeordnet. Was als erstes ins Auge fällt, ist, dass der E36 deutlich bulliger ist, und das liegt vor allen Dingen an den verkleideten Scheinwerfern, die sich unter Glas befinden, und natürlich auch an der breiteren Niere. Der E30 hingegen wirkt deutlich schlanker, einmal durch die schmale Niere und die freistehenden Scheinwerfer, die Doppelscheinwerfer ohne Verglasung. Der Blick von der Seite offenbart hier beim E30 noch das klassische Haifisch-Schnauzen-Design, wenn auch nicht mehr so stark wie in den 70er Jahren bei den Vormodellen, aber unser E36 ist hier deutlich runder. Zusammen mit den breiteren Stoßfängern wirkt das Auto, also der E36, deutlich bulliger und der E30 auch aufgrund seiner schmalen Chromstoßstangen deutlich schlanker. Hinten ergibt sich genau dasselbe Bild, der E36 deutlich bulliger und im Hintergrund der E30 deutlich schlanker. Auch von oben wirkt unser E30 hier deutlich schlanker und filigraner. Unterstützt wird das Ganze durch die V-Streben in der Motorhaube und auch die Chromleisten. Während der E36 hier das V einfach breiter ist auf unserer Motorhaube und insgesamt das Auto wirkt auch an den Kanten runder. Da Aussehen ja bekanntermaßen Geschmackssache ist, gebe ich hier beiden BMWs volle 3 Punkte. Ich denke, das ist gerecht. Sie haben beide so ihre Vorzüge. Ich denke, damit können wir alle leben.
Schauen wir uns jetzt mal die Unterschiede im Innenraum an, und zwar die Optik. Fangen wir an mit dem Cockpit des E30. Wir sehen hier das 4-Speichen-Lenkrad, alles original, ein filigranes Armaturenbrett und hier im Vergleich dazu das E36 Cockpit aus dem Zweitürer, etwas bulliger, etwas massiver. Hier haben wir wieder das E30 Lenkrad mit den Instrumenten, aufgeräumt, perfekte Ergonomie. Also man sieht die harten Kanten, schlanke Linie. Insgesamt wirkt der E30 innen etwas filigraner wie überhaupt das ganze Fahrzeug. Etwas mehr zerklüftet, nicht so massiv. Sehr, sehr hochwertig. Hier auch die Türverkleidung, der Innenraum. Alles da, wo es hingehört. Ja, das typische BMW-Feeling habt ihr natürlich auch im E36. Das Cockpit sieht zwar etwas anders aus, aber im Prinzip ist die Ergonomie ähnlich und alles ist am rechten Fleck. Also ihr fühlt euch direkt wohl, wenn ihr in das Auto einsteigt bzw. umsteigt. Hier die etwas runderen Formen des E36, massives Cockpit, aber auch gutes Material, schwarz, das Radio in ähnlicher Position, Mittelkonsole, Schalthebel, alles da, wo es hingehört. Das dicke Lenkrad hier, das Airbag-Lenkrad, sieht auch okay aus, greift sich auch sehr gut. Also hier die Instrumente insgesamt etwas runder und auch die Form des Armaturenbrettes oben über dem Lenkrad ist runder. Hier sind die Instrumente vom E36 im Prinzip so wie beim E30. Auch sehr filigran, sehen auch sehr gut aus. Hier mal im Vergleich ein Kompakt, ein E36 Kompakt. Das Cockpit ist etwas anders. Wir haben ein zerklüftetes Armaturenbrett. Wir haben hier mehrere Teile, die aus dem E30 stammen. Hier sieht man die Mittelkonsole mit dem vorstehenden massiven Mittelteil, aber auch sehr, sehr schön. Also im Prinzip auch nicht zu meckern an dem Teil. Die Instrumente sind natürlich gleich. Hier sehen wir nochmal das zerklüftete Mittelteil, Original BMW Radio, die Schalter der Heizung. Hier die Gebläseelemente, die sind gleich mit dem E30. Alles da, wo es hingehört. Lichtschalter, Lichtknopf. Ja, so sieht's aus. Hier ist die Mittelkonsole, die ist hier beim E36 etwas massiver, macht zumindest einen etwas massiveren Eindruck. Ja, das Handschuhfach. Hier beim Kompakt haben wir ein Airbag verbaut. Das sind die Sitze, die gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Hier, das sind die Vollleder-Sportsitze im Kompakt. Die sind natürlich gleich von der Form. Ja, die Mittelkonsole schauen wir uns jetzt nochmal direkt an, hier vom E30. Man sieht hier etwas filigraner, nicht ganz so massiv. Wir haben hier natürlich hier keine elektrischen Fensterheber verbaut bei dem Modell. Mittelarmlehne im E36. Hier sieht man die elektrische Fensterverstellung. Auch alles gut zu erreichen. Die Sportsitze hier im Kompakt entsprechen natürlich dem auch in der Limousine, sofern das natürlich vorne ist, und auch dem Coupé. Die Verstellmöglichkeiten hier, das habt ihr natürlich auch im E30, wenn auch nicht ganz so ausgefeilt. Armauflage sehr praktisch, gibt es als Sonderzubehör auch für den E30. Solide Sitze in beiden Modellen. Kommen wir nun zu den Sitzen im Coupé, und zwar haben wir hier auch Sportsitze, diesmal in Velour-Ausstattung, in Stoff. Also hier sitzt man wirklich wie im Flugzeug, sehr, sehr tief das Coupé, auch ein sehr, sehr schöner Innenraum. Zum Innenraum erzähle ich natürlich noch was, weil die Türverkleidungen sind mit Alcantara verkleidet. Das war so nicht original. Man sieht hier auch nochmal das dicke Airbag-Lenkrad. Insgesamt macht das Auto einen deutlich moderneren Eindruck als der E30. Hier geht es nach hinten, also beim Zweitürer ist genau das gleiche wie beim E30. Hier die hinteren Sitzbänke. Man muss dazu sagen, der Wagen sieht größer aus als im E30, allerdings ist es hinten für die Passagiere etwas eng mit der Kopffreiheit. Das heißt, wenn ihr sehr groß seid, kommt ihr da schnell mal mit dem Kopf ans Dach.
Werfen wir noch einen Blick in den E30 Innenraum. Hier sieht man nochmal die Kunstleder-Seitenverkleidung, das Cockpit und hier die Sitze. Das sind hier allerdings Standardsitze, die sind auch relativ bequem. Man muss dazu sagen, die Sportsitze im E30 sind genauso gut wie die im E36, also die tun sich nicht viel. Aber der Wagen hat eben hier die Standardsitze und hinten im Fond ist im Prinzip mehr Platz. Also der E30 ist keineswegs kleiner. Er wirkt irgendwie kleiner und auch nicht so riesig vom Raumgefühl, aber das täuscht. Werfen wir noch einen Blick auf die Innenverkleidung. Ihr seht hier im Coupé zweifarbig bzw. Kunstleder Alcantara, wobei das Alcantara hier nicht original ist. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist zum Beispiel hier komplettes Kunstleder im oberen Bereich mit Aussparung für den Airbag. Dagegen die E30-Verkleidung hier relativ schlicht mit Fensterkurbel, aber alles dran, was man so braucht. Kommen wir nun zu unserer Wertung. Optik im Innenraum. Das war nicht ganz so leicht, aber insgesamt würde ich sagen, hat der E30 doch einen Punkt mehr und gewinnt dieses Duell hier mit 3:2. Und damit geht der E30 in Führung mit 6:5. Schauen wir uns auch mal den Motorraum an. Auch hier gibt es nur unwesentliche Unterschiede. Also die Öffnung ist immer gleich, unten links. Und der E30, das ist eine Besonderheit, die Haube öffnet nach vorne. Das sieht schick aus, ist allerdings relativ unpraktisch, wenn ihr an dem Motor arbeiten wollt. Also ihr verrenkt euch da so ein bisschen den Rücken. Der E36 wird genau an der gleichen Stelle geöffnet, aber klassischerweise öffnet ihr den Wagen vorne und dann kommt er an den Motor dran. Ja, das sieht nicht so cool aus, aber im Prinzip zum Arbeiten ist es etwas einfacher. Beim E30 kann es schon mal sein, bei komplexen Arbeiten, dass ihr dann die Haube abnehmen müsst. Ja, Schönheit hat halt ihren Preis. Noch ein paar Worte zu den Motoren. Der E36 und auch der E30 haben natürlich eine große Palette von verschiedenen Motoren, Vierzylinder, Sechszylinder und für ganz unterschiedliche Bereiche. Hier der blaue, das ist ein 316i, ein M43 Motor, der kleinste aus der Serie, und in meinem grünen Coupé haben wir den IS Motor, den M42 Motor mit 140 PS, und die Motoren sind wirklich nicht schlecht, also auch hier der kleine 316i geht ganz gut. Der ist auch besser als der 316i im E30. Mit diesem Motor gab es einige Probleme. Umgekehrt denke ich, sind die E30 Sechszylindermotoren besser als die im E36 aufgrund der Vanos-Steuerung, also die etwas aufwendigere, anfällige Motorsteuerung oder Ansteuerung der Ventile. Hier der M20 Motor hier, dieser Sechszylindermotor ist meines Erachtens einfach eine Wucht im 323i oder auch im 325i. Aber insgesamt gesehen lässt sich sicherlich da nicht viel feststellen. Die E36 Motoren haben grundsätzlich etwas mehr Motorleistung, insbesondere die Sechszylinder, als die vergleichbaren E30 Motoren, aber ihr dürft nicht vergessen, der E30 wiegt um einiges weniger, und ja, ihr könnt schon so 150 bis 200 Kilogramm, habt ihr einfach Gewichtsersparnis im E30, und von den Fahrleistungen her, von der Fahrdynamik tut sich das nichts. Womit wir hier beim Fazit wären, Motor und Fahrleistung, und im Duell der beiden geht es letztendlich unentschieden aus. Beide bekommen 3 Punkte, beide haben sehr, sehr gute Motoren zur Verfügung. Der E36 grundsätzlich etwas mehr Leistung, dafür deutlich geringeres Gewicht beim E30. Somit geht es weiter mit 9:8. Kommen wir nun zum Thema Qualität, und zwar zunächst schauen wir uns die Karosserien an, und auch da gibt es so einige Unterschiede. Der E36 macht hier einen sehr, sehr guten Eindruck, wirkt alles aus einem Guss, aber im Detail hat er doch so einige
Schwächen, die man einfach im E30 nicht gewohnt ist. Also die Blechqualität insgesamt im E30 oder am E30 ist einfach um einiges besser, insbesondere die Rostvorsorge. Aber das gucken wir uns gleich im Detail nochmal an. Ja, kommen wir direkt zu unserem Sorgenkind Nummer 1, insbesondere am E36, und zwar das ist der Rost. Die Radkästen hinten sind sehr, sehr anfällig für Rost am E36, unter anderem. Es gibt kaum Modelle auf dem Markt, wo ihr keinen Rost habt. Also solltet ihr einen haben mit Rost, dann seht zu, dass ihr das direkt beseitigt und schaut die Radkästen von innen auch an. Die knuspern ganz gerne weg. Im E30 habt ihr das Problem gelegentlich auch, aber bei Weitem nicht so häufig wie beim E36. Also insbesondere, wenn die Radkästen hier nicht umgebürdet wurden, weil irgendjemand meinte, er müsste hier fette Reifen draufziehen, dann sind in der Regel die Radkästen in Ordnung. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der E30 eine wesentlich bessere Rostvorsorge hat. Also mein Wagen ist Baujahr 83, der E36 Baujahr 93. Im Prinzip sind das 10 Jahre Unterschied und so haltbar wie die E30-Bleche sind einfach die E36-Bleche nicht. Der E36 hat verschiedene Probleme hier, unter anderem auch am Schwellerbereich. Hier seht ihr den Kompakt mit den M-Technik-Schürzen. Auch hier unterhalb des Schwellers an den Wagenheberaufnahmen habt ihr sehr häufig die Träger weggerostet. Beim E30 gibt es gelegentlich auch Probleme hier bei der Wagenheberaufnahme, aber bei weitem nicht so häufig wie beim E36, die quasi immer durch sind oder fast immer. Hier sind die Einstiegsleisten, die sind auch beim E36 anfälliger, also hier auch die Türkanten bzw. die Einstiegskanten, die knuspern auch schon mal ganz gerne weg. Kantenrost im Allgemeinen ist ein Problem im E36 auch an den Türen. Im E30 kommt das eher selten vor. Also es kann auch schon mal sein, dass ihr hier was findet, aber in der Regel sind das vielleicht unreparierte Unfallschäden. Also die Rostvorsorge ist wesentlich besser hier im E30. Dann kommen wir hier dazu zu den Endspitzen. Das ist so ein kleines Problem des E30. Diese Endspitzen am Heckbereich können wegrosten, allerdings nur dann, wenn der Kofferraum undicht ist, weil dann läuft nämlich Wasser von oben rein und die Dinger faulen von innen. Also wenn die Kofferräume trocken sind bzw. nicht undicht, passiert das auch nicht. Ne? Also achtet darauf, kauft ihr einen E30, dann schaut, dass der von innen trocken ist. Überhaupt ist der E30 hier vor Entwässerungsproblemen nicht gefeit, insbesondere hier die Rückleuchten, die Gummidichtungen werden alt, die Kofferraumdeckeldichtungen werden undicht, was eben dazu führt, dass ihr Wassereinbruch habt und somit Rostprobleme. Beim E36 hier der Kompakt kommt hinzu, dass die Rückleuchten auch unterrosten können sozusagen durch Wasser. Dann haben wir hier das Problem beim Kompakt, die Qualität der Gummileisten, der Fenstergummis, die ist wirklich lausig, also schaut euch an, hier brechen die Teile weg, beziehungsweise sind grundsätzlich nicht besonders gut verarbeitet. Auch vorne hier am Scheibenwischergestänge bröselt das Plastik weg, also solche Probleme habt ihr beim E30 nicht. Hier seht ihr auch hier 10 Jahre jünger als mein Auto und trotzdem die ganzen Gummis sind weggegammelt, also ich habe wirklich noch kein E36 gesehen, wo nicht mindestens eins dieser Gummis weggegammelt ist. Auch hier die Führung der Gummis ist einfach nicht exakt. Ne? Also hier haben sie einfach nicht den gleichen Qualitätsstandard an den Tag gelegt wie beim E30. Bei dieser Passform frage ich mich, was hier die BMW-Ingenieure getrieben hat. Also das muss nun wirklich nicht sein, zumal der E36 sicherlich kein billiges Auto ist. Vor allen Dingen im Gegensatz zum E30. Hier vorne auch, also Scheibengummis, da fehlt einfach ein Stück. Ich weiß nicht, ob das Teil einfach rausgeflogen ist oder weggebröselt ist, schwer zu sagen, aber früher oder später kommen da Probleme. Der E30 hat diese Probleme überhaupt nicht. Die Gummidichtungen sind exakt, die werden auch wirklich selten porös, ne? Und auch die Chromleisten sind sehr solide, auch wenn die natürlich hier nach 35 Jahren so ein bisschen angelaufen sind. Also die Gesamtqualität der Dichtung bzw. der Leisten der Gummis ist einfach erheblich besser als beim E36. Was man allerdings hier zum Chrom noch sagen muss, neben dem Anlaufen haben wir das Problem, dass hier diese Chromkeder sehr gerne braun werden, also
anfangen zu rosten und die müssen nach einiger Zeit hier einfach getauscht werden, allein schon aus optischen Gründen. Das sieht nicht besonders gut aus. Insgesamt hier die anderen Chromleisten sind noch in sehr, sehr guten Zustand, abgesehen von üblichen Kratzern und Anlaufungen. Kommen wir nun zur Auswertung und hier im Qualitätsbereich Karosserie gewinnt der E30 relativ deutlich mit 3:1. Ganz einfach, weil der E36 hier in vielen Bereichen massive Rostprobleme hat und auch insgesamt die Materialien im Außenbereich minderwertiger sind. Somit 12:9 für den E30. Weiter geht es jetzt im Innenraum und auch hier schauen wir uns die Qualität an. Im E30 haben wir hier ein sehr, sehr solide verarbeitetes Cockpit. Sehr weiches Material, dieses Kunstleder hier, also sehr solide. Das ist kein Billigplastik. Ne? Also alles in Ordnung. Die Mittelkonsole gut hier vorne. Ich meine, das Material hätten sie etwas massiver machen können. Das ist das Einzige, wo ich sage, das hätte nicht sein müssen. Das, wenn man da drauf klopft, das klingt einfach ein bisschen zu dünn. Der Rest ist in Ordnung. Ne? Und auch das Lenkrad hier, das originale Vierspeichen ist solide, lässt sich gut greifen. Alles völlig in Ordnung, gut verarbeitet. Zugegebenermaßen, entgegen meiner Erwartungen, ist das E36 Cockpit ebenfalls gut verarbeitet. Also wir haben hier auch sehr, sehr weiches Material. Das Lenkrad ist solide hier, auch wenn das vielleicht ein bisschen groß ist, aber gut, das ist Geschmackssache. Was mir etwas besser gefällt beim E36 ist hier die Mittelkonsole. Die macht einen etwas schwereren Eindruck. Also das ist wirklich besser als beim E30, wenn auch nur minimal. Also wie gesagt, hier gibt es nichts zu meckern. Im Gegensatz zu den Türverkleidungen, da haben wir eine ganze Menge zu meckern, weil das ist ganz, ganz großer Mist. Wenn die Dinger mit Stoff bespannt sind, die sind grundsätzlich immer ab. Also dieser Klebstoff, der da verwendet wird, ist der letzte Müll, freundlich ausgedrückt. Also auch hier die Kunststoffteile, das löst sich über die Hitze, weiß ich nicht warum, im Laufe der Zeit. Verzieht sich dermaßen, also ihr könnt es auch nicht mehr festkleben. Also im Prinzip kommt nur ein Neubezug der kompletten Seitenteile in Betracht. Sehr, sehr ärgerlich das Ganze. Beim E30 habt ihr die Probleme überhaupt nicht. Also das ist solides Kunstleder, da passiert überhaupt nichts mit, also keine Probleme. Weiteres Ärgernis im E36 ist, dass die Dachhimmel immer defekt sind. Also auch hier das Klebstoffproblem, die Dachhimmel hängen grundsätzlich. Also hier kommt auch nur ein Neubezug in Betracht. Hier auf diesem Video seht ihr den E30 Dachhimmel, der ist aus einem vinylartigen Stoff, da passiert überhaupt nichts mit. Also der bleibt ewig so. Insgesamt auch diesen ganzen Innenraum, der ist einfach deutlich besser verarbeitet. Hier seht ihr den originalen BMW Bordcomputer bzw. die Check Control. Einige lachen darüber, aber letzten Endes, das Ding ist einfach, aber es funktioniert und geht in der Regel auch nicht kaputt. Die Multifunktionsdisplays der Bordcomputer im E36 machen hingegen deutlich mehr Probleme. Die Displays fallen teilweise aus, es gibt Pixelfehler, ich weiß nicht, woran es liegt. Allerdings muss zur Ehrenrettung hier gesagt werden, im E30 sind die Instrumente auch nicht immer ganz ohne Probleme. Die Platinen, wenn sie alt werden, dann ist es schon mal so, dass die Temperaturanzeige oder die Tankanzeigen nicht funktionieren. Aber ansonsten ist das hier einfach solide analoge Mechanik. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Hier seht ihr den E36 Kompakt und zwar, das ist die Rückbank und hier seht ihr die Details. Die Gurtschlösser für den Mittelgurt, die werden hier einfach in dieses Loch reingestopft. Also das funktioniert sicherlich, aber ich denke mal, die hätten hier ruhig irgendwie eine Abdeckung oder irgendwas verwenden können. Also das ist wenig elegant hier im E36. Im E30 hingegen elegant gelöst hier die Einlassung in der Rückbank, sodass hier die Gurtschlösser alle vernünftig unterbringen können. Also das sind die Details, die im E30 dann einfach besser gelöst sind. Wie schon erwähnt, bei den Sitzen gibt es hier keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Autos. Sie haben beide die gleichen Vorzüge und auch beide die gleichen Probleme. Also hier die Sitzwangen beim Einstieg, die gehen gerne kaputt. Das ist einfach normal, wenn die häufig benutzt werden bei Leder oder bei Stoff. Also von daher gibt es da jetzt keine Sachen, wo wir irgendwas dran meckern können. Ja, kommen wir nun zu unserer Wertung hier, Qualität im Innenraum und auch hier geht der E30 als Sieger vom Platz, wenn auch nur mit einem Vorsprung von 3:2. Die Niederlage hat der E36 einfach seinem katastrophalen Klebstoff, der verwendet wurde, zu verdanken. Das Cockpit an sich ist sehr, sehr solide und steht dem E30 Cockpit in nichts nach, allerdings die restlichen Teile sind im Prinzip nicht der gleiche Qualitätsstandard.
Kommen wir nun zum Alltagsnutzen. Beide Autos eignen sich gleichermaßen zum Alltagsbetrieb. Es gibt natürlich einige kleine Unterschiede. Wie gesagt, zum Raumgefühl habe ich schon etwas gesagt. Da gibt es bei beiden Modellen nicht allzu viel zu kritisieren, aus meiner Sicht. Wir schauen uns aber so ein paar kleine Details an, was so die Unterschiede ausmachen. Da wäre zum einen unser Kofferraum. Der ist beim E36, ja, er sieht von außen etwas größer aus. Also er ist hier im Zweitürer. Die beiden Modelle vergleichen wir ja hier miteinander. Wirklich relativ groß für ein Coupé. Also da bin ich durchaus überrascht gewesen. Relativ tief, hoch, ausreichend groß, wenn auch etwas zerklüftet. Was sehr, sehr praktisch ist, sind auch hier die so Rücksitze. Die sind sogar beim Coupé beide umklappbar. Das macht das Ganze sehr, sehr praktisch. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Ja, das ist also ein großer Pluspunkt im E36. Ein kleines Wort noch zum Kompakt. Durch das kurze Heck haben wir noch mehr Möglichkeiten, größere Dinge wie zum Beispiel einen Kühlschrank zu transportieren. Ihr könnt die Hutablage rausnehmen und beide Sitze umklappen. Somit ist der Kompakt sehr, sehr gut auch geeignet, um größere Dinge zu transportieren. Der Kofferraum des E30 ist etwas flacher als der des E36, aber sehr, sehr tief und er ist weniger zerklüftet. Er lässt sich eben auch sehr gut beladen bzw. der Platz ausnutzen. Insgesamt haben beide Fahrzeuge einen großen Kofferraum, meines Erachtens für Zweitürer. Die Ladekante des E36 ist etwas tiefer, allerdings ist auch er kein Opa-Auto, genauso wenig wie der E30. Also für mich ist das jetzt hier keine große Dramatik. Also der Kofferraum selber vom E30, ich habe den Eindruck, man kann ihn etwas besser ausnutzen aufgrund der Form. Die Heckklappe des E36 öffnet etwas weiter als die des E30. Allerdings kann man sich auch beim E30 nicht den Kopf stoßen. Wenn doch, dann hat man sicherlich andere Probleme. Ein weiteres Detail ist das Schiebedach. Hier beim E36 haben wir ein elektrisches Schiebedach, was leider nicht immer so arbeitet wie erwartet. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Elektrik ist relativ anfällig, die Mechanik des Motors meines Erachtens etwas zu schwachbrüstig. Hingegen das Stahlschiebedach des E30 wird ganz oldschool mit der Hand geöffnet, ist nicht so komfortabel, aber funktioniert und macht eigentlich auch überhaupt keine Probleme. Somit sind wir jetzt bei der Punkteverteilung zum Thema Alltagsnutzen. In dieser Kategorie gewinnt der E36 mit 3:2. Das liegt vor allem daran, dass der E30 diese fehlende Durchlademöglichkeit hat, abgesehen von so einem kleinen Skisack, den man damals extra bestellen konnte, aber diese Stahlblechwand ist sicherlich massiv, aber nicht besonders praktisch. Die restlichen Details sind keine großen Unterschiede. Beim Schiebedach, das geht sich sicherlich 50-50 aus. Die Mechanik ist nicht so komfortabel, dafür ist sie zuverlässiger. Somit kann der E36 verkürzen auf 14:17. Kommen wir jetzt zu den Fahrleistungen und somit auch zum Fahrspaß, und wie nicht anders zu erwarten war, machen beide natürlich riesig Spaß, wie ihr gesehen habt, und deswegen kann es hier kein anderes Ergebnis geben als ein 3:3. Beide Fahrzeuge haben ihre Vorzüge, aber sie sind echte BMWs und sie fahren sich auch so. Somit ist hier der Zwischenstand 20:17.
Beim Thema Fahrkomfort schneiden beide Wagen sehr gut ab. Naturgemäß sind die BMW agil, sportlich, aber auch komfortabel. Es gibt dennoch kleine Unterschiede, zumindest gefühlt. Der E36 ist einfach meiner Ansicht nach das etwas komfortablere Auto. Das liegt natürlich auch daran, dass die Konstruktion um einige Jahre jünger ist und so ein bisschen weniger spartanisch ausgelegt. Also der E36 gleitet irgendwie mehr. Er ist insgesamt das modernere Auto und deswegen geht hier die Wertung in dieser Kategorie an den E36. Das heißt allerdings nicht, dass sich der E30 wie eine Kartoffelkiste fährt. Deswegen sind das hier nur 2:3 und somit kann der E36 hier auf 22:20 verkürzen. Beim Thema Preis ist die Sache relativ eindeutig. Ihr wisst, der E36 ist momentan noch relativ günstig zu bekommen. Gute Exemplare liegen so, ab 3.000 Euro, vielleicht auch etwas darunter. Das kommt eben ganz darauf an, inwieweit das Ding verrostet ist oder nicht. Der E30, der ist mit den Preisen durch die Decke gegangen. Das ist ziemlich schwierig, hier noch ein gutes Modell zu bekommen. Da muss man schon sehr, sehr viel Glück haben. Somit geht hier der Sieg hier eindeutig an den E36. Für Leute mit schmalem Geldbeutel ist das sicherlich die einzige Alternative, die bleibt bei der E30. Mittlerweile auch in Regionen gerückt ist, die kaum noch erschwinglich sind. Also das hängt vom Budget ab, was ihr zur Verfügung habt. Und wenn ihr natürlich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habt, ist natürlich der E30 hier nach wie vor eine gute Wahl. Diese Kategorie entscheidet der E36 hier eindeutig für sich mit 1:3 und kann somit hier gleichziehen sogar mit unserem E30 und kommt hier auf 23:23. Da die Anschaffungskosten natürlich nicht alles sind, gucken wir uns auch nochmal die Preisstabilität an und hier ist der E30 hier relativ klarer Sieger. Die Preise sind sehr, sehr hoch und ihr verbrennt kein Geld, wenn ihr so ein Modell kauft. Nichtsdestotrotz wollen wir hier dem E36 kein Unrecht tun. Der ist halt auch noch ein bisschen jünger. Wir müssen mal abwarten, wie sich die Preise entwickeln. Also zumindest für die Coupés und natürlich auch für die Cabrios ist das relativ sicher, dass die Preise nach oben gehen. Beim Kompakt muss man noch mal gucken, insbesondere die kleinen Motorisierungen. Aber ich denke, die Richtung wird sich in ähnlichen Sphären irgendwann mal bewegen wie beim E30. Wir hoffen es zumindest. Die Punkteverteilung zeigt uns hier, dass der E30 diese Kategorie hier mit 3:2 gewinnt, aufgrund dessen, was ich gerade schon gesagt habe. Und am Ende kommen wir dann auf ein Ergebnis von 26:25. Damit steht das Ergebnis fest, 26:25. Ich denke, ein sehr knappes Ergebnis und der Sieger hier ist der E30. Ich hoffe, die ganze Sache hat euch so ein bisschen weitergebracht und ich lasse euch jetzt nochmal ein bisschen alleine mit so ein paar Impressionen und ihr könnt euch selbst nochmal so einen Eindruck machen und ein bisschen nachdenken. Bis bald, euer Phil. So close, I couldn't bear the weight. 'Cause you were a shadow, and I left you in the shade. I was still running from all my mistakes. I traced my lies to the coast.
love.